Wenn Sie Inhalte aus einem Kurs in einen anderen kopieren möchten, geht das am einfachsten über die Importfunktion in Moodle. Dazu gehen Sie auf den Kurs, in den Sie die Inhalte einfügen möchten, und wählen unter Mehr Kurs wiederverwenden. Hier finden Sie verschiedene Möglichkeiten, um Kurse wiederzuverwenden. Der Import ist die einfachste Variante, um innerhalb des gleichen Systems Inhalte von einem Kurs in einen anderen zu bekommen. Zusätzlich finden Sie hier noch die Optionen Sicherung, Wiederherstellung und Zurücksetzen des Kurses. Mit Sicherung können Sie eine Sicherungsdatei aus dem aktuellen Kurs erstellen. Bei dieser Sicherung können auch Nutzerdaten einbezogen werden. Die Sicherungsdatei kann dann heruntergeladen werden, um sie zum Beispiel in einem anderen Moodle-System wiederherzustellen, oder sie kann direkt ohne Download im selben System wiederhergestellt werden. Über Wiederherstellen lassen sich die Dateien, die über die Sicherung erstellt wurden, in einem Kurs wiederherstellen. Über Zurücksetzen kann man den aktuellen Kurs für eine neue Verwendung vorbereiten. Näheres dazu finden Sie in dem entsprechenden Kapitel unserer Anleitung. Wir wählen jetzt den Import. In diesem Bereich werden alle Kurse angezeigt, in der Sie als Lehrperson eingetragen sind. Hier werden immer nur 10 Kurse direkt angezeigt. Sind Sie in mehr als 10 Kursen in einer lehrenden Rolle eingetragen, kann die Suchfunktion hilfreich sein, um den gewünschten Kurs zu finden. Wir wählen nun den Testkurs XYZ als Quelle für unseren Import. An dieser Stelle lässt sich nun auswählen, was generell aus dem Quellkurs importiert werden soll. Üblicherweise sollte es keine Rechteänderung an Ihren Aktivitäten geben, daher wird dieser Haken auch nicht benötigt. Vermutlich möchten Sie Aktivitäten importieren, also bleibt dieser Haken gesetzt. Möchten Sie Blöcke aus dem Quellkurs importieren, müssen Sie diesen Haken stehen lassen. In dem Fall werden jedoch alle Blöcke aus dem Quellkurs importiert. Es gibt keine Auswahlmöglichkeit. Der Haken Dateien ist notwendig, um Aktivitäten und Aufgaben mit Dateien sicher in den Zielkurs zu bekommen. Wenn Sie bei den Filtereinstellungen der einzelnen Aktivitäten etwas geändert haben, müssen Sie auch diesen Haken drin lassen. Wenn Sie Batches vom Quellkurs in den Zielkurs übertragen möchten, müssen Sie diesen Haken setzen. Über diese Option kann man Kalendereinträge aus dem Quellkurs mit übernehmen. Die Fragensammlung muss einbezogen werden, wenn man einen Test importieren möchte. Ist der Haken nicht gesetzt, lassen sich Tests im nächsten Dialog nicht auswählen. Wir nehmen jetzt mal den Haken raus, um uns das genauer anzuschauen. Mit dieser Option können Sie bestehende Gruppen aus dem Quellkurs importieren. Das ist sinnvoll, wenn Sie Gruppenaktivitäten angelegt haben, die auf diese Gruppen basieren. Da im Lernraum kein Kompetenzrahmen angelegt ist, brauchen Sie diesen Haken nicht. Nutzerdefinierte Felder brauchen Sie nur, wenn Sie die Aktivität Kurszertifikat von einem Kurs in den anderen importieren möchten. Wenn Sie den Haken für den Inhaltsspeicher setzen, werden alle H5P-Inhalte des Inhaltsspeichers des Quellkurses in den Zielkurs importiert, unabhängig davon, ob Sie eine konkrete H5P-Aktivität importieren. Wenn Sie eine H5P-Aktivität importieren, können Sie darüber steuern, von wo die Aktivität verlinkt werden soll. Wählen Sie den Inhaltsspeicher mit aus, so wird der Inhalt vom Inhaltsspeicher des Quellkurses in den Inhaltsspeicher des Zielkurses kopiert und dann von dort in den Kurs verlinkt. Ist der Haken für den Inhaltsspeicher nicht gesetzt, verlinkt die Aktivität im Zielkurs auf den Inhaltsspeicher des Quellkurses. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie die Aktivität zwar in mehreren Kursen verwenden, aber nur zentral im Quellkurs pflegen möchten. Mit einem Klick auf Weiter kommt man nun zur Auswahl der Aktivitäten. An dieser Stelle sehen wir, dass der Test im Kurs mit einem X und einem Schloss versehen ist. Das liegt daran, dass wir die Fragensammlung nicht mit ausgewählt haben. Über Zurück gelangen wir zurück zum vorherigen Dialog und setzen nun den Haken für die Fragensammlung. Für den Import sind erstmal alle Aktivitäten vorausgewählt. Da wir jetzt für das Beispiel nur einzelne Aktivitäten importieren wollen, entfernen wir über Keine erstmal alle gesetzten Haken und wählen dann die gewünschten Aktivitäten aus. Um einzelne Aktivitäten in einem Abschnitt auszuwählen, muss zuerst der Haken für den Abschnitt gesetzt werden. Nun können auch die Aktivitäten ausgewählt werden. Wir wählen jetzt den Test und das Verzeichnis und den kompletten dritten Abschnitt. Über Weiter kommen wir auf eine Übersichtsseite, auf der unsere gewählten Optionen nochmal zur Überprüfung angezeigt werden. Wenn alles stimmt, wählen wir Import durchführen. Nach der Erfolgsmeldung gelangen wir über Weiter zurück zum Kurs. An dieser Stelle sehen wir den importierten Test. Auch die Fragen sind enthalten. Die Daten für Testöffnung und Testschließung haben sich im Vergleich zum Quellkurs beim Import verändert. Das liegt daran, dass Moodle diese Daten in Abhängigkeit vom Kursstart des Zielkurses umrechnet. Sie können diese Daten manuell ändern oder bereits vor dem Import das Datum für den Kursstart in beiden Kursen einheitlich setzen. Beim Verzeichnis wurden auch die Dateien mit importiert. Im Abschnitt 3 sind nun alle 3 Aktivitäten vorhanden. Da wir die Gruppen importiert haben, sind diese jetzt auch im Zielkurs vorhanden und damit auch in diesen Gruppenaktivitäten.
Importierte Aktivitäten erscheinen im Zielkurs genau in dem Abschnitt, in dem sie auch im Quellkurs waren. In unserem Kurs war vorher nur ein Abschnitt. Daher hat der Importprozess jetzt 2 weitere Abschnitte angelegt. Einmal den zweiten Abschnitt, aus dem wir nichts importiert haben, und einmal den dritten Abschnitt, den wir komplett importiert haben. Um leere Abschnitte zu entfernen, schalten Sie einfach hier die Bearbeitung an und löschen dann den Abschnitt hier über die 3 Punkte und Löschen.